Gab es vor Level 15 relevante Quests für Inventarslots? Ja, die bei allgemein Louis. Die ist sogar für Level 1. Und dann bei Losha mit ihrem Hund. Also 2 Quests. Die sind richtig sauer. Naja, so sauer sollten mal Fleischspieler sein. Ganz ehrlich, der Discord, also nach meinem letzten Stand hatte, glaube ich, 55.000 Mitglieder. Imagine einfach über Nacht, so Sonntagnachts oder so, oder Samstagnacht, wenn die alle nicht arbeiten und alle schlafen, so gefühlt, einfach alle so 40.000 Leute in Discord verlassen. Und dann melden die sich morgens an und dann, holy shit, wo sind die ganzen Leute? Wo sind die alle hin? Und dann musst du nur so eine Abschiedsnachricht in den Chat posten. Jeder, bevor er lief, macht so eine Abschiedsnachricht, fix your damn game. Und dann so ein attached PDF oder so, wo alles drinsteht, was gefordert wird oder so. Da würden die ganz schön gucken. Aber das würde niemals passieren. Mich wundert es sowieso, dass das so gut funktioniert bei denen. Ich war gerade richtig fett scheißen. Jetzt geht's mir wieder gut. Danke der Nachfrage. Danke, Hupe. Vielen Dank. Das hat uns jetzt alle echt brennend interessiert. Meiner Meinung nach am meisten von den Fur-Jobs profitieren. Naja, ich meine, so wie die Fur-Jobs in Flive existieren, würden sie ja eh nicht in Flive Universe kommen, höchstwahrscheinlich, was bei den meisten Klassen echt keinen Sinn ergeben würde. Und dann nur Hate erzeugen würde. Aber vermutlich Jester. Jester ist sehr eindimensional. Kann eigentlich nichts außer Auto-Attacks. Gut. Aber hoffentlich jeder. Gut wäre es, wenn jeder im gleichen Maße profitiert. Also wenn das actually gut durchdachte Skills sind, die Sinn ergeben und jede Klasse genau das braucht, was sie nicht schon hat, sondern das, was sie, also das, was ihr fehlt sozusagen. Aber halt auch in einem gesunden Maße, also zum Beispiel, keine Ahnung, Blade. Was fehlt Blade? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, eigentlich nichts. Aber egal, was er dann bekommt, muss er dann, also es muss halt einfach Sinn ergeben. Also was halt zum Beispiel keinen Sinn ergeben würde, wäre, wenn Blade einen Self-Buff bekommen würde, unter anderem, wo er 50% Crit-Damage bekommt. Das würde keinen Sinn ergeben, weil das braucht er nicht. Das hat er schon. Also das hat er nicht, aber er braucht es auf jeden Fall nicht. Er ist schon der Stärkste, er muss nicht noch stärker gemacht werden. Also so halt in dem Sinne. Wenn denselben Buff der Knight bekommen würde, zum Beispiel, das würde dann schon eher Sinn ergeben. Also ich meine, das war jetzt ein ziemlich extremes Beispiel. Um es anschaulich zu machen, was ich meine. Aber wie gesagt, so stelle ich mir das vor. Genau so wird es nicht passieren, weil es ist Skala und das machen die nicht. Also Gutes, also Balancing sowieso kaum und Gutes dann erst recht nicht. Aber das wäre schön, wenn das so wäre. Bin ich eigentlich Reseller, also Cash Shop? Wow. Kenneth ist hier wirklich in den Stream gekommen und hat mir erstmal eiskalt auf den Küchenboden geschissen. Kommt hier rein, lässt die Hosen runter und scheißt mir mitten in meine Küche. Das hinterlässt auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck, mein Freund. Nein, ich bin kein Reseller, Kenneth. Ich verachte Reseller. Vor allem Cash-Up-Reseller. Das sind die schlimmsten von allen Resellern. Denn sie sind mitverantwortlich für extreme Preissteigerungen und Cash-Knappheit. Also ich resell generell eigentlich gar nichts wirklich, außer Skins. Aber eigentlich auch nicht wirklich, weil ich kaufe sie mir einfach nur und behalte sie ewig lang. Und resell sie eventuell mal. Und wenn sie nicht steigen, dann resell ich sie halt einfach nicht. So ungefähr. Wie funktioniert das bei Meteor? Kommt Schmelze einmal die Minute? Ja. Beziehungsweise er hat 2 Skills, ihr werdet alle brennen. Oder ich werde euch alle schmelzen. Also er macht halt so 50-50 Chance, welchen Skill er macht.
Und 50% ist halt Schmelze, 50% ist nicht Schmelze. Also der andere Skill ist ultra schwach. Den ignoriert man eigentlich einfach. Außer in Rage Face. Da würde ich mit dem Ringmaster lieber dodgen, aber abgesehen von Rage Face kann man ihn eigentlich ignorieren. Nur Schmelze ist schlimm. Aber ja, sobald du ihn angreifst, also wenn du auf ihn losgehst, dann sind es irgendwie 55 Sekunden oder so, bis der Skill kommt, oder 50. Und ab da dann immer 60 Sekunden bis zum nächsten Skill. Beziehungsweise 61, also es wandert dann immer. Du musst dir halt immer die Sekunden merken. Also jetzt ist es gerade ziemlich genau bei voller Minute. Aber es wandert halt immer. Also es hat angefangen bei voller Minute, jetzt sind wir bei 3 Sekunden. Also schau, ich habe mir aufgeschrieben, 0, also ich schreibe mir immer die Sekunden hier rein in den Chat, dass ich es nicht vergesse. 59 und jetzt muss ich quasi ändern auf 3. Weil wenn es 3 nach ist, 3 Sekunden nach voller Minute, kommt der nächste Skill. Du kannst jetzt darauf achten. Oben rechts siehst du ja die Sekunden. Jetzt kannst du darauf achten, der nächste Skill kommt jetzt wahrscheinlich bei 4. Entweder nochmal bei 3 oder schon bei 4 Sekunden. Was man aber nicht vergessen darf, wenn man stirbt, dann resettet das ja. Also wenn du gestorben bist, dann musst du wieder komplett bei 0 anfangen. Also dann weißt du nicht, wann der nächste Skill kommt. Dein Buff ist 75 und dein GT nur auf 6. Das ist schlecht. Aber auch kein Weltuntergang, weil zumindest Cast-Time oder Text-Speed ist immer Max. Nur die Angriffskraft skalierte mit der Int, glaube ich. Genau, jetzt war es wieder 3. Ihr werdet brennen, ihr werdet alle brennen. Also ziemlich easy, wie Meteo funktioniert. Pretty damn easy, fellas. Im Blade-Skillbaum braucht man nur noch Berserker-Skin. Yes. Und einen AOE-Skill, falls du mit anderen Leuten Dungeons farmst. Aber das ist eher für High-Level. Erst für High-Level. Du machst hier auf jeden Fall mehr Damage als bei CW. Hey, let's go, Baba, Baba, let's go, Baba. We did it. It's the bloody wand. We did it, Baba, we did it, Baba. Resetten die Tower Daily Quests immer um 0 Uhr. Yes. Alles, was irgendwie täglich ist, resettet um 0 Uhr in Flive Universe. Wenn du Treppen siehst, wirst du an Flive denken. Oh mein Gott. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Das Capture ist gar nicht für Botter, sondern das Capture ist, um bei uns unterbewusst, egal an was wir denken, Autos, Fahrräder, Motorräder, Treppen, Ampeln, ein Gefühl zu erzeugen, dass wir jetzt Flive spielen wollen oder müssen. Damn. Jedes Mal, wenn du ein Auto siehst, ein Bus, ein Fahrrad, Treppen, Brücken, wirst du daran denken, Flive muss F-Coin kaufen. Muss Welt in die Luft. Ja, Moment, das nicht. Aber no drop. Komm schon, Baby. Bloody Stick, Bloody Stick, Bloody Stick. Bloody Stick. No, bloody nothing. Bloody nothing. So please. Nice. Kurz die Drops zusammengefasst. Wie so ein kleines Baby dreht sich nur eine Sekunde um und springt vor einen Bus gefühlt. Weil das alle Babys tun. Das machen Babys so. Eine Sekunde nicht hingeguckt und ein Baby springt vor einen Bus. Das ist jedes Mal so. Hast du das? Hast du das, wenn das passiert? Ich bin ready.
absolut nichts gedroppt zu haben. Okay, Doppeldrop. Strente und Dexion. Oh, Triple Drop, nevermind. Intel, Strente, Mightier. Okay. Hier. Pensero. Einser. Und hier ist safe auch ein Einser. Ja, auch ein Einser. 7er Drop ist es insgesamt. Statistik 3-1, 2-1 ist gleich 7.